I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. So, diese Szene habe ich nochmal reingespielt, weil, wenn man mal genau drauf hört, was er da sagt, I could frame anybody of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Dieser Satz, das war so ziemlich der erste, den man hier im Spiel von ihm gehört hat. Und der gibt eigentlich schon einen Hinweis darauf, dass er der Bösewicht ist, weil genau das ist das, was er gemacht hat. Das ist mir jetzt gerade eben beim Schneiden der ersten Folge aufgefallen und deshalb habe ich das nochmal mit reingenommen. Das wollte ich, dass ihr das auch nochmal hört. So, und damit sind wir dann auch schon vorgesprungen an die Stelle, wo wir aufgehört haben. Ja, und jetzt gucken wir uns mal in der Klasse wieder um. Ich weiß nicht, ob ich wirklich noch alles immer angucken soll. It's nice to know how you really feel. Okay, bla bla bla. Wer lesen möchte, ist immer herzlich eingeladen, das Ganze zu pausieren und zu lesen. Da fällt mir ein, ich kann mal eben ins Journal gucken, wie das denn jetzt aussieht. Okay, das scheint... Ist das diesmal nicht komplett gelöscht? Nein, es ist diesmal nicht gelöscht, obwohl wir in der Zeit zurückgereist sind. Das ist interessant. Ah nee, das war gelöscht, als wir in die alternative Realität gekommen sind. Richtig. So, da waren wir schon. Ansonsten würde ich sagen... ja, wer lesen möchte, pausiert einfach. Was gibt es hier Neues? Neue Bilder von The Darkroom. Moment. Da muss es doch, genau, hier gibt es generell neue Bilder. Gucken wir mal, ob wir die finden. Und ja, ich habe eine neue Aufgabe, ich habe es verstanden. Ach so, oh, ich bin hier noch gar nicht bis zum Ende durchgegangen. Ah, das hier ist jetzt das Neue, genau. So, also wer lesen möchte, drückt einfach Pause. Ich schalte die Seiten nur noch durch. Weil das ist ja all das, was wir erlebt haben. Und jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen in der Klasse um. Zumindest mit ihr können wir ja noch mal reden. Poor Kate. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Mal schauen, was wir ihr sagen können. Listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Oh. Thanks. You always know the right thing to do. Ja, es liegt daran, dass ich diese Woche schon mal erlebt habe. Was mir einfällt, mussten wir nicht letztes Mal möglichst schnell raus, um Chloe zu retten? Oh, Rachel. I'm sorry. Interessant, dass wir das diesmal offensichtlich nicht müssen. Zumindest wollte sie erstmal jetzt das Bild abgeben. Mal gucken, was haben wir hier? There's still some beauty left in Arcadia Bay. Okay. Was haben wir hier? Ach, der Leuchtturm. I still feel like the lighthouse is calling out to me. Der spielt bestimmt noch eine Rolle. Oh. I'd like to bust this up right now. Okay, Mr. Jefferson. Ja, Moment. Wie weit weg war? Besser. I see right through your bullshit, Jefferson. Okay. Everybody else will too. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria.
I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. Oh, etwas geänderte Persönlichkeit. That was kind of random, Max. Genau. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Ein Bild von sich, wa? That was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. And maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Alter. Ja, wie geil. Die ist aber richtig crazy drauf jetzt. Heißt das? Ach nee, das. Findet das jetzt doch statt? Durchlebt sie das jetzt quasi nochmal genau so? Nee. Sie erlebt es etwas anders. Aha. Wir haben die Vergangenheit schon geändert. Das ging ja einfach. Wir haben in der Vergangenheit was geändert, um die Gegenwart zu ändern. So. Weil wir in der Zukunft schon waren. Verstehe ich gerade selber nicht. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Nur, wenn sich das jetzt alles geändert hat, was sollen wir denn dann jetzt noch spielen? Whoa! Ich glaube, wir sind auf dem Weg nach San Francisco. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Mit dem I hope I Rektor. did everything right this time. Good work, David. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. Ja, das müsste sie doch in der Zwischenzeit mitgekriegt Fixed haben. everything. Oder ist sie quasi wieder Wow, so sir. zurückgesprungen? Dass wir jetzt nur einen Ausschnitt geändert haben in der also vom Zeitpunkt, wo sie vorher war, wir in die Vergangenheit gegangen sind, einen Ausschnitt geändert haben und wieder zurückgesprungen sind. Zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich war. Und der hat sich jetzt ja dadurch geändert und darum sitzen wir jetzt im Flugzeug? Klingt logisch, oder? Be careful. I'm still between realities. And I can't focus on this one for too long. Okay, schauen wir mal raus. Excuse me, sir. Hey. Your phone has to be shut It's off. so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Jo. Please shut off your phone, sir. Als ob das so schlimm wäre, wenn ein Telefon an wäre im Flugzeug. Das darf man doch inzwischen. In einigen Fliegern darf man inzwischen sogar telefonieren. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Okay. I can't wait to land in Frisco. Nobody calls it Frisco, so please don't. I have to admit,
I love being called an artist. Zeitgeist Gallery, das ist ja auch gut. The Zeitgeist Gallery. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Und Kate hat, glaube ich, davon Please ein fasten your bisschen seat and gemalt. stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed Fahrenheit. your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. So, was haben wir hier noch? The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Genau. Wer Lust hat zu lesen, könnt ihr Pause-Taste drücken und habt dafür. Ja, dann... I bet this is a nice break for Principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Was denn jetzt schon wieder? Wieso kommt jetzt schon wieder so ein Zeitsprung? Okay, wir sind offensichtlich in San Francisco angekommen. In der Zeitgeist Gallery. So. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Das ist ja nett von Better ihm. get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Gut. Er ist aber schnell da hochgekommen. Er hat bestimmt Hunger. Wowzer, Max. So. You did it. Somehow. There I am. Along with all the other winners. Sehr gut. I should say artists instead. Genau, so. Wen haben wir hier? I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work.
Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Wie die sich dabei immer hin und her umguckt, als würde sie das gar nicht interessieren, dass wir vor ihr stehen. Okay, was haben wir hier noch Schönes? I wish I had time to go see those murals here. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean, San Francisco. I need to drop some serious cash in there. Ja. So, was haben wir noch Schönes? Staff only. Da drüben ist die Toilette gemischt offensichtlich. Oder da geht es vielleicht auch einfach nur runter. Wow, sir. A Danny Lee article. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich alles anklicken soll. Das ist eine ganze Menge. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Some mysteries should stay that way. Ist das nicht der bei uns im Garten steht? Also im Wohnheim? How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Ups, was haben wir hier noch? I wonder how it is to live in a submarine like that. It must be really claustrophobic. Ja. The revolution will not be televised. Und ne, den hatte ich, den dahinter, der fehlt noch. Holy shit, this flyer was designed just for Chloe. But what would I wear? Okay, ja, wir müssen ja noch dieses Unwetter aufhalten, würde ich mal sagen. Das kann ja sonst auch noch auf uns zukommen. Okay, die Galerie ist wirklich groß. It's great to read all these comments. Even the mean ones. The colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. Das erkennt man, was für eine Linse benutzt wurde, wenn man How much would you pay for that? das Bild anguckt. It is different. Loving the retro vibe. Me too. Makes me want to Okay, hier sind extrem viele Leute. Das ist der Hammer. God, I love art. How do these galleries afford to rent here? Irgendwo hat jemand gerade Max Caulfield gesagt, das habe ich gehört, aber ich weiß nicht wer. Noch eine Zeitung. Angucken. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Jupp. Good. Da sieht er ein bisschen anders aus, oder? Oh, Häppchen. It was cool that Principal Wells came along. He could have canceled our entries after what happened with Jefferson. Ich werde sagen, er sagt jetzt, hey, du sollst dich umgucken gehen. So, how are you handling your new fame as a photographer? Sag ich ja. I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. I don't know. I'm just lucky. There's no way I'm a real photographer yet. Don't sell yourself short, Max. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Ja. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all, me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his darkroom.
Those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. I'd like to think there's some karma Karma's involved. bit. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me Ja, again. dann isst du mal dein Kaviar. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir können ja noch mal was essen. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Und wir können nichts essen, wir können nur gucken. Glas nehmen wir uns auch nicht, wir sind ja keine Alkoholiker. Aber ich wollte eigentlich das Bild von I ihr heard Mark finden. Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was so shocking. I have one of his monographs, too. Hold on to it. Not my style, but the neon is a nice representation. Oh shit. Pretentious alert. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Vielleicht ist da das Foto von uns. Hier war es nicht, ne? Nee. Okay. Tja, entweder ich habe das jetzt übersehen. Oder das hängt hier nirgendwo rum. Aber in Anbetracht der Tatsache, wie lang diese Folge schon wieder geworden ist, und dass ich diese Folge direkt nach der ersten aufgenommen habe, obwohl ich eigentlich lieber schlafen gehen sollte, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten sprechen können. Mit ihr zum Beispiel. Bis dahin sage ich aber erstmal alles Gute, bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr das Bild gesehen habt und ich es wirklich übersehen haben sollte, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich da nächstes Mal noch hingehen und mir das noch angucken. Nächstes Mal ist auch das richtige Stichwort schon. Wir sehen uns einfach nächstes Mal wieder in der nächsten Folge. Die kommt morgen. How do these galleries afford to rent here? Das hast du schon mal gefragt. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bye, bye.